Einen besinnlichen 20. Dezember 2021 und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und du befindest dich mittendrin in meinem kreativen Adventskalender. Jeden Abend im Advent zeige ich dir eine sternige Bastelidee, die du fast immer schnell nachbasteln kannst. Und anschließend gibt es die Sterne des Tages aus unserem Sternenpost-Adventskalender. Ich öffne zuerst mal meinen Adventskalender und da ist das heute eine Buchbox, die gehört in die Reihe 24 Adventskalenderboxen. Kannst du alle nachbasteln. Ich verlinke dir die Box auch hier oben, da oben, wo das i ist, genau. Jo, ich guck mal, was drin ist. Und in der Box ist hier so eine lustige Konstruktion, okay. Und es ist eine Buchbox und deswegen ist meine Idee heute ein Teebeutelbuch. Und nun haben wir folgendes Problem, wir weichen mal ein bisschen von dem offiziellen Plan ab. Normalerweise bastel ich jetzt dann hier ganz ausführlich, nachdem ich nun mehrfach heute Technikzusammenbrüche hatte. Gehen wir einfach auf Plan B und Plan B heißt, wir haben ja auch noch Konserven. Ne? Also, ich habe hier erstmal ein paar schöne adventliche Teebeutelbücher, nämlich genau 2 und das Innenleben vom 3. ist auch schon fertig. Und das zeige ich dir mal kurz hier. Ich habe gearbeitet mit dem Stempelset Nichts geht über. Da ist zwar Kaffee, Schokolade und Kekse gemeint und Cocktails, was auch immer. Aber ich dachte mir, das kann man ja auch mit Tee kombinieren. Und deswegen so sieht es aus. Und hier kannst du das Buch aufmachen. Hier passen die Tees rein. Ja, kleine feine Geschenkidee dachte ich. Und Tee geht ja fast immer. Und hier hätte ich dann nochmal die andere Variante. Die habe ich, nachdem ich das quer rüber wie ein Buch gestaltet habe, habe ich das doch nochmal hochwärts wie so eine Tasche gemacht. Und dann hast du wieder, heute geht es nur mit Tee. Und ich bin ziemlich sicher, morgen auch. Und damit das Ganze auch noch weihnachtlich wird, habe ich hier drin, Moment, tada, zauberhafte Wünsche zum Fest. Und die Sterne weisen ja auch auf den Advent hin. Ja, das ist meine Idee heute. Und da ich das schon mal im Sommer, glaube ich, Frühjahr, Sommer mit Beeren gemacht habe, Beerentee, eine beerige Teebeutel-Idee, dachte ich mir, verlinke ich dir das einfach hier oben da, wo das i ist und du musst trotzdem nicht heute auf den Sternenpost-Adventskalender verzichten, weil auch ich bin zwar sehr geduldig, aber nachdem ich 4-mal ein Video umsonst gedreht habe, dachte ich mir, nee, müssen wir eben die kurze Variante machen. Deswegen verplaudere ich mich jetzt hier auch gar nicht groß, aber ich freue mich natürlich, euch alle hier abends zu sehen. Aber wir machen das jetzt eben etwas kompakter. In der Hoffnung, dass wir es bis zum Schluss mit der Technik durchhalten. Ja, ich habe diesen wunderschönen Afrika-Adventskalender von Cordula bekommen. Und da sind ja noch ein paar Sachen sind ja noch drin. Viel nicht mehr, aber ein bisschen was. Mal sehen, ob ich was verkleckert habe. Schauen wir mal, ob es bis zum Schluss reicht. Bin schon gespannt. So, ja, heute gibt es sogar Kaffee, weil mit dem Tee, das war jetzt nichts mehr. Wenn es zu heftig wird und man immer wieder geduldig sein muss. So, der Spruch des Tages aus dem Afrika-Kalender. Also, ein Zitat, eine Weisheit aus Afrika. Einigkeit beim Vieh macht, dass der Löwe sich hinlegen muss. Nee, nochmal. Einigkeit beim Vieh macht, dass der Löwe sich hungrig hinlegen muss. Ja, das ist vielleicht schon eher was. Ja, gilt es wieder drüber nachzudenken. Dafür wird es dann auch auf meinen Blog gestellt. Da kannst du dir das nochmal in Ruhe angucken. Ja, das Zitat heute aus Afrika. Dann schauen wir mal. Sternenpost Adventskalender. Wir haben heute von Rebecca einen Umschlag. Dann einen von Elvira. Von Renate. Und in der Kategorie bunt gemischt von Carmen. Ja, Rebecca. Ich habe mir nicht notiert, ist neu dabei, das weiß ich, aber ich habe mir nicht notiert, wo sie herkommt. Wir haben uns zwar eine Weile im Chat unterhalten, aber steht keine Notiz da. Wir haben über den Rhein gesprochen, aber ob es das nun war, ich weiß es nicht. Also Rebecca, wunderbar, dass du dabei bist und ein wunderschöner Stern kommt hier aus der Tüte. Sieh mir es nach, dass ich mir das nicht gemerkt habe. Okay, guckt mal hier diesen Röbelstern tatsächlich aus Schleifenband. Der leuchtet sicher auch sehr schön am Weihnachtsstrauß. Ja, das ist die sternige Idee von Rebecca. Und Elvira ist ja schon
öfter dabei und das muss ich euch unbedingt zeigen, weil ich bin ja so ein maritimer Fan. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht und ein netter Text. Und dazu habe ich bekommen, guck mal, dieses Brillenputztuch und einmal eine Moinklammer. Cool, total gefreut, fand ich total lustig und dachte eben, das lustige Getier muss ich euch unbedingt zeigen. Jo, und dann gibt es die Sterne BD, hier mit dem schön gestalteten Umschlag. Und da ist nochmal diese schöne Karte. Mal so hin. Und dann holen wir es raus. Das ist immer lustig, wie das dann mal zusammentrifft. Der gleiche Stern, ein flacher Fröbelstern, aber eben aus Papier. So unterschiedlich können die gleichen Faltideen wirken. Und von Renate, Renate ist schon länger dabei, Renate kommt aus Reuth in der Oberpfalz, gibt es diesen feinen geprägten, ganz ausgeschnittenen Stern mit der Feder dran und dem kleinen, feinen, glitzerigen Geschenkanhänger. Rückseite ein Glitzerstein in der Mitte drauf. Diese Sternidee kommt von Renate. Und bunt gemischt Carmen. Ja, mal schauen, was Carmen uns gezaubert hat. Carmen kommt aus Oberndorf am Neckar. Da gibt es schon mal einen langen Brief. Ja. Mit einer langen Geschichte drin. Die Überraschungstanne. Ja, du weißt ja, Zeit und Geschichten und so, und ich weiß nicht, wo es herkommt. Kann ich praktisch erstmal nicht vorlesen. Wenn du es haben möchtest, schreib mir. Ich kann die dir kopieren und scannen und dann praktisch hast du sie auch. Und dazu gibt es natürlich passend den Tannen. Und der ist gefaltet und ich bin ehrlich, den wollte ich letztens schon mal abends auch so zeigen. Den muss ich erstmal schön auffalten hier. In Ecken wunderbar so runtergefaltet. Ich schiele schon immer auf meine Technik, ob sie noch mitspielt. Noch spielt sie mit. Ich bin gespannt sein, ob das hier zu Ende geht. So, jetzt haben wir die Tanne. Wunderschön, alles fleißig gefaltet. Tolle Idee, schöne Tanne in der Kategorie bunt gemischt von Carmen. Herzlichen Dank. Ja, das waren die Ideen, die Sterne des Tages. Meine Kreatividee, die ich dir verlinkt habe. Und dann freue ich mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Vielleicht ist dann die Technik wieder erholt, beruhigt und alles läuft wie immer. Oder du kriegst eben wieder eine schnelle Idee. Aber besser als gar keine, habe ich mir gesagt. Okay, ich wünsche dir einen besinnlichen Abend und freue mich, wenn wir uns morgen Abend 18 Uhr hier wiedersehen. Entweder kurz oder lang, entweder so wie geplant oder eben Plan B. Anleitungen und Ideen findest du hier weiter verlinkt. Viel Freude beim Anschauen. Wir haben ja auch schon fast 20 Ideen mit langen Videos von jedem Abend im Advent. Ja, ich freue mich auf dich. Bis demnächst. Deine Angela von der Stempelfamilie.